Hi und willkommen zur ersten Folge vom Filmmaking Business Format. Ich hatte es ja schon vor einigen Wochen angekündigt und hier ist jetzt eben die erste Folge. Das Thema, was sich so mit Abstand am meisten gewünscht worden ist von euch, war die Frage, wie man an Aufträge kommt. Und darum geht es jetzt eben in dieser ersten Folge. Ich wünsche viel Spaß und hoffe, dass ihr alle ein bisschen was mitnehmen könnt. Und wie angekündigt ist es ja oder soll es ja ein interaktives Format sein. Das heißt, ihr könnt euch gerne in den Kommentaren austauschen darüber, wie man Aufträge bekommt und so weiter. Und ich denke, da haben dann alle was davon. Ich wünsche also, wie gesagt, viel Spaß und jetzt geht's los. Ich habe einfach mal so ein paar Methoden, an Aufträge zu kommen, für euch rausgesucht und fange erstmal mit der Methode an, die ich am meisten nutze, beziehungsweise über die ich die meisten Aufträge reinbekomme. Und zwar ist es die Nutzung von Social Media bzw. von YouTube. Ich habe mir diesen Kanal jetzt seit 3 Jahren irgendwie so aufgebaut und es ist klar, dass darüber eben viele Anfragen kommen. Und um genau zu sein, kommen ungefähr 90% meiner Aufträge über YouTube zustande. Das heißt, Leute gucken meine YouTube-Videos und sagen dann, okay, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten, schreiben mir dann entsprechende E-Mail und dann kommt dann so der Kontakt zustande. Ist natürlich für mich in der jetzigen Situation mit der Größe vom Kanal ziemlich entspannt. Man muss aber auch sagen, dass diese Größe natürlich nicht einfach so irgendwie hergeflogen kam, sondern ich habe auch viel Arbeit reingesteckt. Wenn man das Ganze in Arbeitszeit umrechnet, ist das wahrscheinlich die teuerste Methode von allen Methoden, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Also so einen YouTube-Kanal am Laufen zu halten und aufzubauen, ist verdammt viel Arbeit. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, die Geduld mitzubringen, über Jahre hinweg wirklich jede Woche mindestens ein Video hochzuladen. Ich glaube, diese Geduld fehlt einfach vielen und deshalb schaffen es einfach nicht so viele Leute. Aber es ist nicht unmöglich. Ich habe das, wie gesagt, auch von 0 auf angefangen, innerhalb von 3 Jahren. Jetzt habe ich mir diese Größenordnung so jetzt hier aufgebaut. Es macht auch Spaß, es hat einen Nutzen, ich habe gewisse Einkünfte dadurch und mein Hauptnutzen ist eben, dass ich darüber Aufträge bekomme. Generell Social Media Nutzen empfehle ich euch sehr. Es ist wie gesagt kostenlos, man muss nur Arbeit reinstecken, in Anführungsstrichen nur. Lohnt sich auf jeden Fall und macht Spaß. Der nächste Punkt ist, mit Provisionen zu arbeiten. Was meine ich damit? Ich habe mit 2, 3 Fotografen so einen Deal, dass wenn sie mir Aufträge beschaffen, dass ich eben eine kleine Provision zahle. Provisionen sind üblicherweise im Bereich 5-10%. Das heißt, wenn sie mir sozusagen einen Auftrag vermitteln, weil sie vielleicht eine Anfrage bekommen von einem Kunden, der auch einen Film haben möchte und sie diesen Film aber nicht anbieten können, dann geben sie den eben an mich weiter und ich zahle ihnen dafür eben ein bisschen Provision. So hat jeder was davon, man bekommt selbst eben die Aufträge. Und die andere Person hat auch noch was davon. Man muss natürlich auch Personen haben, auf die man sich verlassen kann und denen man vertrauen kann. Und wie gesagt, ich habe damit schon ein paar Mal ganz gute Erfahrungen gemacht. Andersrum habe ich das auch. Also ich habe mit einer größeren Filmproduktionsfirma den Deal, dass wenn ich große Anfragen bekomme, die ich nicht irgendwie alleine bewerkstelligen kann, dass ich das dann eben weiterleite und da bekomme ich dann auch eben meine Prozente. Ist eine super Sache, kostenlos, beziehungsweise man muss einen kleinen Teil dann davon abgeben, aber es funktioniert sehr gut. Gerne mal ausprobieren. Der nächste Punkt klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, den habe ich jetzt auch erst neulich kennengelernt und zwar über einen Kumpel, der hier auch in Berlin wohnt und auch Filmmaker ist und der hat mir davon berichtet, dass er über eBay Kleinanzeigen so ein paar Aufträge reinbekommen hat und zwar hat er einfach inseriert, dass er Filmmaker ist und Aufträge sucht und hat sein Portfolio da ein bisschen vorgestellt und da kamen dann auch Aufträge zustande. Richtig coole Geschichte, ist eben auch kostenlos und es kann funktionieren. Die Sache, die dabei wahrscheinlich so ein Problem ist, ist, dass man da jetzt eher weniger mittelständische Unternehmen oder sowas findet als Kunden, sondern eher, ich sag mal, Privatkunden, vielleicht Events, Hochzeitsfilme und so weiter dort anbieten kann, vielleicht kleinere Musikvideos und so weiter, aber man wird dort wahrscheinlich eher nicht Aufträge bekommen im mittelständischen Bereich. Die Methode empfehle ich aber gerade jungen Leuten, denn gerade junge Leute haben eher Probleme mit größeren Firmen irgendwie erfolgreiche Geschäfte abzuschließen. Es ist leider so, ich habe damit auch meine negativen Erfahrungen gemacht, man braucht einfach ein gewisses Alter, um ernst genommen zu werden von größeren Firmen. Deshalb habt einfach Geduld, wenn ihr ein bisschen jünger seid und fangt vielleicht mit sowas an. Sprich Musikvideos, Eventvideos, Hochzeitsfilmen und so weiter. Das ist eine coole Sache, gerade für junge Leute zum Einstieg. Die nächste Methode ist die sogenannte Kaltakquise. Was meine ich damit? Man kann einfach Firmen anschreiben, von denen man glaubt, dass sie gute Videos gebrauchen könnten.
Schaut euch einfach mal um in eurer Heimatstadt, vielleicht gibt es ja vielleicht ein paar Unternehmen, die da ansässig sind. Schaut auf deren Homepages und Social-Media-Kanälen und ich bin mir sicher, ihr findet mindestens 5 oder 10 Unternehmen in der Umgebung, die wirklich Nachholbedarf bei Filmen haben. Also wirklich viele Leute haben da noch so Imagefilme vielleicht aus den 90ern oder nutzen das Medium Film überhaupt nicht. Und genau so kann man eben an die Firmen rangehen und sagen, das Medium Film ist sehr wichtig, auch in der Zukunft wird es weg von Bildern und mehr hin zu Bewegbildern gehen. Und wenn man das den Firmen eben gut verkaufen kann und ja, dann hat man eben gute Chancen damit. Das heißt, wenn man schon Ideen mitbringt, wie man vielleicht vorgehen könnte, Social-Media-Strategien in Bezug auf Videos, dann kann man da wirklich auch guten Erfolg haben. Ich habe das am Anfang gemacht, mittlerweile mache ich das eben nicht mehr, einfach weil hauptsächlich über YouTube schon die Anfragen so gut reinkommen und ich keine Aufträge mehr jetzt annehmen kann. Soll es nicht abgehoben klingen, aber es ist wirklich so, bei YouTube kommt gerade sehr viel an Aufträgen rein, was sehr schön für mich ist. Deshalb kann ich das eben auch nur empfehlen. Aber wie gesagt, am Anfang habe ich das so auch gemacht und es hat auch gut funktioniert. Also schreibt einfach so ein paar Firmen an, macht so ein Angebot gleich mit vielleicht Ideen, die ihr schon irgendwie mitgebracht habt. Verkauft denen das gut, dass das Medium Film sehr wichtig ist in Zukunft. Also das muss man nicht wirklich verkaufen, weil es einfach so ist. Und dann kann das wirklich durchaus zum Erfolg führen. Und die letzte Sache ist natürlich über Kontakte mit Freunden und Familien. Das empfehle ich natürlich auch wieder eher den jüngeren Menschen, die vielleicht eher Referenzen aufbauen wollen und noch nicht so ein großes Portfolio haben. Fragt einfach mal im Familien- und Bekanntenkreis nach, ob Filme gebraucht werden. Auch hier gibt es natürlich hauptsächlich Bedarf bei vielleicht Hochzeitsfilmen oder Eventfilmen, teilweise aber auch im Bereich Produktvideos, falls irgendwie ein Bekannter eine kleine Firma hat oder sonst was. So kann man sich super Referenzen aufbauen. Und natürlich auch schon so ein bisschen was verdienen. Und mit etwas Glück kriegt man dann natürlich auch große Aufträge. Ja, das waren jetzt meine 5 Möglichkeiten, um an Aufträge zu kommen. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Wie gesagt, ich nutze fast nur die erste Methode, also über meine Social-Media-Kanäle bzw. hauptsächlich YouTube komme ich an meine Aufträge. Aber jetzt habt ihr eben noch so ein paar andere Methoden gehört. Ich hoffe, ihr könnt einige davon umsetzen und das Video war hilfreich. Wie gesagt, falls ihr jetzt noch andere Methoden kennt, teilt es gerne den anderen Menschen mit. Ich weiß, viele haben damit so ein Problem und haben Angst, dass man dann irgendwann selbst keine Aufträge mehr bekommt, wenn es so viele Konkurrenten gibt, aber ich sehe das einfach entspannt. Man muss gute Arbeit leisten und dann kommen auch die Aufträge und es ist egal, wie viele andere Menschen es in dem Bereich gibt. Wenn man gute Arbeit leistet, dann kommen die Kunden. Das ist so meine Meinung dazu. Vielleicht seht ihr das anders. Auch darüber können wir gerne in den Kommentaren diskutieren. Das war's jetzt mit meiner ersten Folge. Gebt mir gerne auch mal Feedback, wie das allgemein jetzt hier so euch gefallen hat und dann freut ihr euch auf die nächsten Folgen von diesem Format. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.